aktuell das stärkste Modell von Mercedes mit 639 PS. Jetzt fängt es ein bisschen an zu regnen, aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem Spaß haben kann auf der Rennstrecke. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ja, ich frage mich mal. Einen wunderschönen guten Morgen aus Austin. Wir sind heute hier, also wir, der Klaus, der ist irgendwo da hinten. Da rennt er rum. Wir sind jetzt direkt von San Francisco weiter nach Austin geflogen, weil hier ist jetzt ein weiteres Event und zwar von Mercedes AMG organisiert. Und zwar könnt ihr vielleicht schon hier hinter mir die tollen Fahrzeuge sehen. Wir testen den AMG GT 4-Türer, unter anderem den GT53 und den GT63S. Ich hatte den Wagen ja schon mal kurz vor der Linse bei dem Event vom C63S Facelift. Da konnte ich den allerdings selber noch nicht testen. Dafür habe ich aber heute die Möglichkeit und wir fahren damit jetzt auch zu einer Rennstrecke hier in der Nähe. Ich bin super gespannt. Ach, da hinten blinkt was. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich fahre, glaube ich, ja genau. Wir fangen an mit dem GT53. Muss ja sagen, ist wirklich ein sehr schönes, gelungenes Auto. Der GT53 hat einen 3-Liter Motor mit 435 PS. Damit fangen wir jetzt erstmal an, aber wir steigern uns gleich noch. Let's go! Hast du alles eingestellt? Ja, bin noch so grob dabei, aber jetzt kann es losgehen. Jetzt geht's los. Oh, der fährt aber schön soft. Ist ein Softie. Aber wir fahren hier so durch richtig typisch amerikanische Vororte, genauso wie man das aus dem Fernsehen kennt. Richtig schön gepflegt und ja, tolle Vorgärten haben die hier und die Strecke ist super geil. Guck mal hier kurz aufs Navi. Das ist kurvenreich. Sehr kurvenreich, deswegen habe ich jetzt auch gerade mal hier den Drive Select einmal hier auf Sport Plus gestellt. Kann man ja hier schön einschalten. Und dann wird der Wagen auch schön laut. Knattert hinten aus dem Auspuff, hört man jetzt glaube ich nicht so durch die Kamera. Jetzt fängt es ein bisschen an zu regnen. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem Spaß haben kann auf der Rennstrecke, weil wir können ja auch hier switchen zwischen Allrad und Heckantrieb. Gerade dann macht's ja Spaß bei Regen. Klingt schon gut. Man fühlt sich hier sehr komfortabel in dem Wagen. Wir haben hinten so diese Coupé-Form, aber trotz alledem kann man hinten auch sehr schön sitzen. Zeige ich euch aber gleich noch. Jetzt fahren wir erstmal noch ein bisschen hier durch die Gegend. Knattern hier noch ein bisschen rum. Das ist die Rennstrecke. Achtung! Tunnel. Ich kann es ja nicht lassen. Geht nicht anders bei mir. Da kletter ich gleich hoch. Nur damit ihr wisst, wo ich gleich bin. Und ich bin diejenige, die irgendwie wie so eine Irre wieder mit den Autos rumfährt. Meine Haare fliegen voll nach hinten. So, hier müssen wir rein. Da steht AMG, da sind wir richtig. Ja, die Fahrzeuge stehen jetzt schon bereit hier. Und der Track sieht ziemlich cool aus. Ich freue mich auf jeden Fall, mich jetzt in einen dieser Fahrzeuge zu setzen. Und vorweg fahren mal wieder, wie beim letzten Event bei Mercedes, auch die AMG GT-Rs. Gar nicht lang fackeln, let's go! So, das ist mein Gefährt für die Runde jetzt. Und das ist jetzt der GT63S. Das ist aktuell das stärkste Modell von Mercedes mit 639 PS auf dem Markt. Und den darf ich jetzt ein bisschen treten. So, und das Interessante bei dem Auto, kann ja komplett alle Hilfen ausschalten, ESP aus und manuell schalten. Dann hat man die Möglichkeit, wenn man beide Pedals zieht, nur auf reinen Heckantrieb zu fahren. Ich fange mich jetzt erstmal ein bisschen ein und dann gucken wir, vielleicht probieren wir es später mal ein bisschen aus. Kriegst du es hin? Jein.
meine, wir fahren hinter einem GTR her. Das Fahrzeug ist einfach ja, nochmal viel aerodynamischer, liegt viel besser auf der Straße, viel flacher. Aber für einen Viertürer muss ich sagen, lässt sich dieses Fahrzeug hier unglaublich gut handeln. Jetzt fängt es an Spaß zu machen hier. Ist meiner Meinung nach jetzt kein Track-Tool. Aber dafür, dass wir wirklich einen Viertürer haben, fährt dieses Auto wirklich super sportlich. Natürlich haben wir so ein bisschen dieses Hin- und Herschwanken, weil das Auto einfach einen viel höheren Schwerpunkt hat als jetzt so ein AMG GTR wie hier vor mir. Der Wagen hat ja tatsächlich denselben Motor wie der GTR drin und der hat sogar noch mehr PS. Ich meine, er wiegt natürlich auch ein bisschen mehr. Super Auto, wirklich. Kann man echt Spaß mit haben. Ich würde ganz gerne noch den Race Start und den Drift-Modus probieren. Da frage ich gleich mal den Jan, ob der da ein bisschen mich bei unterstützt. Mit Driften habe ich es ja noch nicht so. So, neben mir sitzt jetzt Jan Seifert. Und erklär mal so in einem Satz kurz, wer du bist, was du machst. Ich bin eigentlich Rennfahrer. Was heißt eigentlich? Ich bin Rennfahrer, aber heute darf ich neben dir sitzen und dir jetzt mal so ein bisschen zeigen, wie man ein bisschen Action im neuen Viertürer macht von AMG. Okay. Ja. Dann schneide ich schon mal an, bist du schon. Ja, sicher ist sicher. Was stelle ich am besten jetzt ein? Also es kommt drauf an, also wir wollen ja so ein bisschen driften jetzt und dafür haben wir versuchen es zumindest. Genau, wir versuchen es zumindest mal und dafür haben wir den Driftmodus im Auto und da gehst du auf Race. Also du kannst Sport Plus oder Race gehen, aber Race macht am meisten Sinn. Manuelle Schaltung. Und das ESP müssen wir komplett abschalten. 3 Sekunden halten. Genau, und dann steht ESP auf. Und jetzt, wenn du jetzt beide Pedals ziehst, zieh mal beide Schaltpedale zu dir und halte. Genau, siehst du, Drift Mode. Mit dem rechten Pedal musst du es bestätigen. Also, dass du den wirklich anschalten willst. Siehst du, Confirm Pedal up, also rechts. Und jetzt Drift Mode Active. Und jetzt fahren wir vorsichtig hier los, weil jetzt hast du 100% Leistung an der Hinterachse. Also normalerweise ist es ein 4-Matic, also ein Allrad. Okay. Und jetzt hast du aber 100% Antrieb an der Hinterachse. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ja, ich frage mich mal. So, und wenn jetzt, also das reicht. Die Geschwindigkeit reicht, okay? Echt? Tatsächlich? Ja, das reicht locker aus, ja. Rechts und links anfassen, Lenkrad. Beim Driften ganz wichtig. Weiter, fahren wir gerade, weiter. Einlenken und ans Gas, komm. Ja, bremsen. Ja, hey. Und du sagst, es geht nicht, warte, bremsen mal, dreh mal rum, einlenken und ans Gas, komm, Gas. Ja, und ja. Geht doch. Wenn du jetzt richtig den Drift durchziehen willst, steig mal aus, komm, steig mal aus, wechsel. Oh mein Gott. Ich bin eine ganz schlechte Beifahrerin. Ja, alles gut. Hast du Ohrenstöpsel mit? Kann ich noch aussteigen vorher? Nein. Das ist der Moment, wenn man in eine Achterbahn einsteigt und diese Bügel sich verriegeln und du keine Chance mehr hast auszusteigen. Das ist das Schlimmste. Zweiter Gang, so, wie ich zu dir gesagt habe. Ja. Einlenken, ans Gas. Oh Gott. Und konstant Gas halten. Verdammt. So, wie gut. Das geht halt hier. Das war so butterweich. Das geht halt auch hier. Oh mein Gott. So, ja, also du musst es dann halt nur immer auf die jeweilige Kurve. Kannst du das nochmal machen, wenn ich von außen filme? Dass die Leute jetzt denken, dass ich das will? Nein, das war nur ein Witz. Ja, was vielleicht noch interessant ist, was du mir vielleicht auch nochmal zeigen könntest, wäre der Race Start. Genau. Das machen wir jetzt auch noch. Genau. So, die Fahrzeuge unterscheiden sich auch so, dass wir nur im GT63 den 8-Zylinder verbaut haben und in den 43er und in dem 53er haben wir einmal den 6-Zylinder. Das können wir auch unter anderem daran sehen, von außen. Und zwar der GT63 hat einmal noch die eckigen Endrohrblenden und die 6-Zylinder, also der 43 und der 53, die haben einmal jeweils die runden. Hier gibt es jetzt einen besonderen Clou, denn wir haben auch die Möglichkeit, bei dem 43er und bei dem 53er das Optikpaket vom V8 zu bekommen. So sieht der 8-Zylinder aus, original. Der hier hat jetzt das Paket vom 8-Zylinder. Das heißt, wir können ein etwas günstigeres Fahrzeug haben, welches aber trotzdem die Optik vom 8-Zylinder hat, aber eigentlich ein 6-Zylinder ist. Ja, die unterscheiden sich allein nur daran, dass man jetzt hier, wenn man genauer hinguckt, hier 2 Streben hat, hier haben wir 3.
Diese hier sind offen, diese sind hier geschlossen. Jetzt machen wir Race Start. Race Start, heißt das bei Mercedes. Bei Mercedes heißt es Race Start, genau. Also dafür müssen wir natürlich in den Race-Modus. Ja. Du kannst auch einen Komfort-Modus machen, aber Nicht empfehlenswert. nicht empfehlenswert natürlich, ja genau. Also Race-Modus. Und wir haben ja was Geiles hier drin, das heißt Track Pace, das Ganze. Da können wir auch so die Beschleunigung messen. Ja. Das heißt also, das misst jetzt von ganz alleine, das System hier, misst jetzt von ganz alleine, wie schnell du auf 50, auf 100, 150, sogar bis 250 hoch misst. Könnten wir jetzt machen, bis 200 ungefähr werden wir schaffen. Du kannst bei uns, über die Pedals, über die Schaltpedals rechts und links, kannst du die Drehzahl erhöhen oder runter machen. Also das heißt, du kannst deine Startdrehzahl höher machen oder niedriger machen. Also hier rechts höher und links kannst du niedriger machen. Kommt darauf an, was du für Gripverhältnisse hast. Und da wir ja gerade richtig gute haben, kannst du drauf treten, rechts so 2-3 Mal antippen, dann hörst du auch, wie die Drehzahl hochgeht und dann kannst du los. Probier es einfach mal aus. Tritt mal linke Fußbremse, voll Kickdown, geh mal link. Genau. Und jetzt kannst du hier bis 4000 hoch, weißt du? Und dann kannst du Okay. bis 4000, das würde ich auch empfehlen. Dann Bremse loslassen, Vollgas. Bremse loslassen, Vollgas. Okay. Okay? Also Dann- das kannst du jetzt machen. Also linker Fuß voll drauf. Und runter. Meine Haare fliegen voll nach hinten. Zieh durch, komm weiter. 150. 170. 80. 90. 200. Okay. Oh, da ist übrigens der Vogel, den ich vorhin umgefahren habe. Du warst das? Ja, der ist mir voll gegen die Scheibe geflogen. Okay, dreh rum. Ich glaube, wir müssen da jemanden abholen. So, was haben wir jetzt? Guck mal. 1,52 Sekunden, 9 Meter Ja. wieder 0 auf 100. 0 auf 50. 49 Meter, 2 Meter weniger auf 100. In 3,34, also nochmal 0,01 besser. Sag mal, fast gleich. Gleich, ist am Ende das gleiche, genau. 0 auf 150 in 6,58. Und es ging ja auch noch ein Stück bergauf, das muss man auch noch mitberechnen. Richtig, ne? genau. Wobei, da muss man wieder fairerweise sagen, Es ging erst bergunter. bergunter und dann bergab. Also am Ende ist es gleich. Am Ende ist es gleich. Nächstes Tier. Genau. Und 448 Meter, 12,37 Sekunden 0 auf 200. Ist das ordentlich? Was sagst du? Ja, Das ist ordentlich, ne? ja ich meine 12,3 Sekunden für 0 auf 200. Das ist jetzt... Ja, das war gut. Und? Ja, alles drauf. War laut? Ja. Vielen, vielen Dank, Jan. Das war ein echt cooler Tag. Endlich konnte ich mal so das ausprobieren, was ich schon immer mal ausprobieren wollte. Und da hat man ja auch nicht immer die Möglichkeit zu. Und Gott sei Dank noch ein Profi dabei. Schaut doch mal auf seinen Kanälen vorbei. Die blende ich jetzt hier ein. Jan Seifert, professioneller Rennfahrer. Der hat es wirklich drauf. Ich noch nicht so. Aber vielleicht, wer weiß, komme ich auch irgendwann mal an den Punkt, wo ich auch mal so cool um eine Kurve driften kann wie du. Ja, auf jeden Fall, das kriegen wir schon hin. Okay, wieder zurück am Hotel. Wir müssen uns jetzt ganz fix fertig machen, weil es geht jetzt weiter zum Expertentalk. Also wir sitzen jetzt gleich noch in einer netten Runde zusammen. Ich hoffe zumindest, dass die Runde nett wird. Klaus, was hast du hier schon wieder für ein Chaos angestellt? Oh, nichts. Fail. Ich gehe jetzt auf jeden Fall schon mal fix runter. Klaus muss sich jetzt noch endlich fertig machen. Und dann geht's zu, ich glaube, irgendeiner Villa. Ich bin mal gespannt. Ich weiß es noch gar nicht. Noch langsamer geht nicht. Hello. Wir waren auch mit die Letzten irgendwie. Also irgendwie sind jetzt schon alle da, nur wir nicht. Jetzt steigen wir ins Shuttle, wenn der Klaus endlich da ist. Alle müssen immer auf uns warten, verdammt. Jump in the party bus. Ja, ich bin reingejumpt im Partybus. Thank you. Voll schön hier. Das ist cool, ne? Das ist auf jeden Fall meine fette Garage. Hallo. Hallo. So sieht das Ganze mit Aero-Paket aus. Unten der Diffusor ist nochmal ein bisschen aggressiver. Wir sehen auch hier so die Seiten, die noch so ein bisschen rauskommen, damit das ganze Auto ein bisschen breiter aussieht. Mit diesem feststehenden Flügel, ich finde, das macht schon eine Menge aus. Ja,
Very good. Yeah. Push to the limit. NG. Yes. Ja, liebe Leute, ich muss mich mal. Wo ist das Licht? Da ist das Licht. Es war ein wunderschöner Trip hier in die USA und es war echt ein mega geiles Event von Mercedes. Der Track war sehr cool, die Leute waren sehr cool. Es waren sehr, sehr viele YouTuber hier, unter anderem da hinten. Der Pete, mit dem ich gerade, und Schmi kennt ihr ja. Und Pete ist aus der Gamer-Szene, gegen den habe ich gerade haushoch verloren. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, genauso wie mir. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Vergesst nicht Creative Klaus. Creative Klaus. Der fokussiert gerade nicht. Oh. Camera doesn't focus you. Creative Klaus. Shmi 150, Hi guys, I'm Shmi. Pete Smeet. Folgt den allen, ich blende alle ihre Accounts jetzt hier irgendwo ein und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!